Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal rund um das Thema Hero Quest und andere Fanmade-Projekte. Ich bin der Markus, der Dungeon Master, und in diesem Video wollen wir uns einmal über ein Hero Quest Uno-Kartenspiel unterhalten, eine Kickstarter-Variante von Big Turtle, was Kartenhüllen angeht, und zum anderen eine HTML-Datei, wo ihr Hero Quests Kartentexte nachlesen könnt, und die ist in der Community entstanden und die möchte ich euch ganz gerne vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, fangen wir als erstes mit dem Hero Quest Uno-Kartenspiel an, und da hat der liebe Günther auf dem Dungeon Master Discord-Server unter der Fanmade-Projekte-Kategorie praktisch sein Kartenspiel gepostet. Er hat noch ein paar Sätze dazu geschrieben. Anscheinend hat er seine Familienmitglieder noch nicht hundertprozentig von dem Dungeon-Feeling überzeugen können, was das Spielen wahrscheinlich am Brettspieltisch angeht. Aber in dieser Runde wird anscheinend oft Uno gespielt, und da hat er sich überlegt, einfach mal ein Hero Quest Uno-Kartenspiel oder eine Hero Quest Edition zu erschaffen, und hat die auch allen zur Verfügung gestellt. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch auch die entsprechenden Daten auf dem Discord-Server downloaden. Ich meine, auf dem Telegram-Kanal von Söhnen Mentos hat er es, glaube ich, auch gepostet. Von daher, wenn ihr da unterwegs seid, könnt ihr es auch runterladen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe es jetzt hier mal vor mir liegen. Natürlich eine super schöne Verpackung. Uno Hero Quest. Es sieht aus, als würde es aus dem Laden direkt kommen. Ähm, also unglaublich. 108 Karten, 2 nochmal Zusatzkarten, eine Informationskarte, und ja, das Ganze, wie gesagt, in so einer schönen Verpackung, wie man es von Uno natürlich kennt. Und jetzt schauen wir uns mal die Karten dazu an. Ich habe mir die Karten im Detail auch noch nicht angeschaut, deswegen für mich ist das auch hier Premiere. Was er mir auf jeden Fall mitgeschickt hat, das sind natürlich die Regeln, aber ich meine, die Uno-Regeln kennt ja auch jeder. Das, denke ich mal, sollte kein Problem sein. Und die Regeln hat er mir nicht nur in Deutsch mitgeschickt, sondern auch noch in anderen Sprachen. Von daher, ja, international. Das ist natürlich schön. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal die Karten an. Machen wir es mal auf. Ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze dann mit meinen Jungs mal im Urlaub zu spielen. Der Urlaub steht nämlich kurz bevor, und dann, ja, was soll ich sagen? Wir spielen natürlich auch gerne Uno, und mit sowas geht das natürlich dann noch viel leichter von den Händen. Gut, was haben wir denn hier für schöne Karten? Natürlich sämtliche Helden und Bösewichte beziehungsweise Monster aus der Hero Quest-Reihe. Sonderkarten +2, wer kennt sie nicht? Hier mit dem weiblichen Ork. Mal so ein bisschen durchgehen. Ja, und ihr seht schon die Zahlenwerte ganz normal. Karten haben auch eine schöne Dicke hier. Könnt ihr euch wahrscheinlich auch bei solchen Händlern wie Mein Spiel bestimmt drucken lassen. Ich gehe sie jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, damit ihr mal einen Überblick habt. Wie gesagt, die Daten hat uns der liebe Günther zur Verfügung gestellt, für jeden frei verfügbar. Kann sich jeder ausdrucken, wie er gerne möchte. Hier haben wir diese Richtungswechselkarte, kennt, denke ich mal, auch jeder. Ich glaube, da muss ich auch jetzt auch nicht viel erzählen. Wer kennt von euch nicht Uno? Die gute +4-Karte hier, der liebe Mentor. Schön. Und ihr seht schon, es sind einige Charaktere mit dabei. Oh, unsere Aussetzenkarte. Was haben wir hier nochmal? Okay, also es ist wirklich ein breites Portfolio an Monstern und Söldnern und Helden. Hier haben wir unseren Hexenlord auch mit am Start. Schön. Ich sortiere sie jetzt gerade schön nach Aktionskarten und normalen Karten. Muss ich nachher auf jeden Fall mal wieder umsortieren. Oh, der eisige Schrecken hier auch mit dabei. Super.
Haben wir hier sogar von Morkas Magier hier auch was mit dabei. Das Monsterschild. Ja, lieber Günther, das ist wirklich ein sehr schönes Projekt, was du da umgesetzt hast. Und ich denke mal, da wird es da draußen bestimmt einige geben, die da auch Lust drauf haben, Uno in dieser Variante zu spielen mit den bekannten Helden und Monstern. Gut, das war der eine Kartenstapel. Schauen wir uns nochmal den anderen an. Und dazu nehme ich die Karten hier erstmal weg und lege sie an die Seite. Und dann schauen wir uns mal das zweite Deck an. Hier waren diese zwei Sonderkarten, UNO-Sonderregel. Einmal der Schildblock. Diese Karte schützt den Spieler vor den Auswirkungen einer +2 oder +4 oder Richtungswechselkarte. Die Wirkung wird aufgehoben und die zuletzt gespielte Farbe bleibt gültig. Kann jederzeit eingesetzt werden. Achtung, ein Schildblock kann nicht gegen Gedankenkontrolle eingesetzt werden. Okay. Und Gedankenkontrolle ist dann diese Karte. Ein mächtiger Zauber verwirrt die Sinne aller Helden. Wird diese Karte gespielt, müssen alle Spiele ihre nächste Runde aussetzen. Danach wird das Spiel wie gewohnt fortgesetzt. Aha, soviel zum Thema Gedankenkontrolle und Schildblock. Und dann schauen wir nochmal bei den Karten weiter. Ja, wieder der gute Mentor. Jetzt ziehst du es einfach mal durch. Zombies mit dabei. Ork. Okay, das wird dann wahrscheinlich Gedankenkontrolle sein, gehe ich von aus. Ich habe mir jetzt die Regeln, die Spezialregeln noch nicht durchgelesen, aber das ist ja das typische Artwork für Gedankenkontrolle bei Die Horde der Oger. Ja. 108 Karten ist natürlich dann auch eine Ansage. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das reguläre UNO-Spiel auch so viel Karten hat, aber ich glaube schon, gell? Es sind auch 2 Blöcke. Ne? Ja, doch, kommt schon hin. Ja, man kann es ja auch mit mehreren Leuten spielen, natürlich. Und wie gesagt, ich denke mal, für den einen oder anderen da draußen wird es sicherlich was sein. Das wird dann sicherlich die Karte Schildblock sein. Das bietet sich natürlich an. Ja, weibliche Barbarin. Der allseits geliebte singende Bade. Dschungel von Deltruck. Okay, auch mit dabei. Und dann wären wir auch soweit durch mit dem Kartenspiel. Wie gesagt, alle Daten findet ihr auf dem Discord-Server zum Download, zum kostenlosen Download. Könnt ihr euch, wie gesagt, alles selbst ausdrucken. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr den Günther da auch direkt anschreiben. Wie gesagt, es gibt eine eigene Kategorie. Und ich denke mal, wenn es da irgendwie Probleme geben sollte bei dem einen oder anderen, dann steht er euch sicherlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Das nächste Thema, was ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise wo ich mit euch drüber reden möchte, das sind die Kartenhüllen von Big Turtle. Da gibt es mittlerweile die 4. Welle bei Kickstarter. Und ich bin mit den Kartenhüllen sehr zufrieden, sodass ich mir gedacht habe, hey, schwätzen wir einfach nochmal ein bisschen drüber. Und ich zeige euch nochmal, welche ich favorisiere. Schon spät am Abend und es ist auch wieder brutal warm. Ich gehe hier ein, aber gut, was macht man nicht alles für die Community? Ja, also Big Turtle, das war hier aus der 3. Welle sozusagen und
hat natürlich die Hero Quest Maße 63,5 mal 88, also die für das neue Hero Quest Kartensystem. Und was ich ganz cool finde bei dieser Ausführung, die ich jetzt hier in der Hand halte, ihr seht schon, hier oben rechts steht es drauf, es ist ein Orange Peel. Orange Peel bedeutet, ihr habt auf der Rückseite der Karte so eine leichte Memorierung. Also Orange Peel, wie als würde sich, es fühlt sich an wie Orangenhaut, ja. Und dadurch hat man einen schönen Grip auf der Rückseite und kann die Karten so noch mal ein bisschen besser halten und sind nicht so flutschig, ja, falls ihr versteht, wie ich das jetzt meine. Die Vorderseite ist klar, ja, ganz normal. Und der Kenner wird es sicherlich schon gesehen haben. Was hier auch ganz cool ist, was ich zumindest cool finde, das sind die abgerundeten Ecken. Ja, also ihr habt nicht mehr diese typischen, wie bei James Janik oder Mayday oder wie sie alle heißen, diese typischen geraden Ecken, sondern die sind hier schön abgerundet. Ja, finde ich auch sehr schön. Und ja, die kommen in solchen Paketen daher. Wir können uns ja mal kurz auf Kickstarter ja, die Aktion mal anschauen und dann kann ich da noch mal ein paar Worte zu sagen. So, ihr seht schon im Hintergrund Season 4 von Big Turtle, dem Kartensleeves-Hersteller. Das Ziel von 2.000 Euro wurde bereits erreicht. 10.524 hat die Kampagne bisher eingebracht, 190 Unterstützer und 28 Tage läuft das Ganze noch. Also da habt ihr auch noch ein bisschen Zeit, euch mal ein bisschen durchzuklicken, vielleicht auch mal den einen oder anderen Erfahrungsbericht, jetzt nicht nur von mir, vielleicht zu erhalten, denn ich weiß, ein paar von euch in der Community haben sich bei den letzten Seasons da auch schon dran beteiligt, beziehungsweise Kartenhüllen erhalten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zufrieden damit seid. Also nicht nur mit diesem Orange-Peel und mit den abgerundeten Ecken, sondern auch vielleicht mit den normalen Kartenhüllen. Wie gesagt, da gibt es Unterschiede. Gehe ich jetzt aber auch nochmal drauf ein. Wenn ihr euch interessiert für die Kartenhüllen mit diesem Orange Peel und den abgerundeten Ecken, dann müsst ihr hier praktisch investieren bei diesen 10 Paketen auf Special Sleeves Card Pledge, 20 Euro plus Versand, der noch on top kommt. Und dann gibt es noch andere Pakete ohne diese abgerundeten Ecken beziehungsweise ohne diesen Orange Peel. Das sind dann einmal hier diese 49 Pakete, 100 Stück, die mit einer 100er Dicke herkommen. Und dann gibt es auch noch welche, die dünner sind, also die nicht so ja, dick sind, wie gesagt, mit 60 Microns. Und da könnt ihr entsprechend nochmal unterscheiden. Ja, es gibt ja noch mit verschiedenen Farben und so weiter. Da müsst ihr dann halt einfach mal gucken. Ich bin da immer so ein bisschen klassisch unterwegs, einfach die standard durchsichtigen Hüllen und dann halt diese mit den abgerundeten Ecken und dem Orange Peel. Ja, wie gesagt, schaut es euch gerne mal an. Ich habe schon mal ein Video gemacht über Kartensleeves. Ich glaube, ich musste auch mal wieder ein neues machen. Ist zwar schon ein bisschen her und ich denke mal, da tut sich ja auch immer mal wieder was und ich glaube, es wird mal Zeit, das alte Video abzulösen. Gut, das war das Thema Big Turtle und die Sleeves. Kommen wir nun zum letzten Punkt. In meinem 2000 Abonnenten-Special hatte ich schon mal eine Kartenübersicht der einzelnen Erweiterungen und Basisspiele vorgestellt, denn ich meine, der eine oder andere hat sicherlich auch das Problem gehabt, dass einmal die Karten vielleicht nicht mehr ganz so sortiert waren und man natürlich nirgendwo eine Möglichkeit hatte, sich zu orientieren, wo kommen denn welche Karten rein und welche Karten passen zu welcher Erweiterung und so weiter. Denn eine Inhaltsübersicht gibt es einfach nicht. Die haben wir damals ins Leben gerufen, damit aber noch nicht am Ende. Wenn ihr hier bei mir auf dem Discord-Server seid, dann könnt ihr einmal mal hier links in die Bibliothek gehen. Und in dieser Bibliothek gibt es hier oben die Übersichten. Ja? Und wenn ihr in dieser Übersicht drin seid, da bin ich jetzt schon drin, gibt es einmal die Kartenübersicht. Es ist die hier, druckerfreundlich und einmal ein bisschen in einem Dungeon Master Look, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und hier weiter unten drunter gibt es die Kartenübersicht mit allen Texten als HTML-Datei. Hier habt ihr noch die Version 1.2 drin, die ist ein bisschen älter, könnte ich eigentlich mal löschen. Und die neue ist die Version 1.3. Könnt ihr euch gerne runterladen. Und wenn ihr die runtergeladen habt und dann ausführt,
dann öffnet die sich bei euch in dem jeweiligen Browser, den ihr nutzt, also entweder Chrome oder Firefox oder wie auch immer. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr die HTML-Datei dann runtergeladen habt und dann praktisch auf eurem Rechner, auf eurem PC öffnet, dann öffnet sich diese Übersicht hier in eurem jeweiligen Browser. Und ihr seht schon, ihr habt hier oben einmal die jeweiligen Erweiterungen und Basisspiele, die ihr hier entsprechend ja, anwählen könnt. Meinetwegen, wir nehmen jetzt mal Eisige Schrecken. Seht ihr schon, der Eisige Schrecken, wir haben hier 35 Karten drin. Und aktuell ist es so, okay, ich suche mir jetzt eine Karte aus, meinetwegen magische Schriftrolle Eislauf, gehe da drauf und dann wird mir der Kartentext angezeigt. Zum einen in Deutsch und zum anderen in Englisch, wenn ich das möchte. Und das habt ihr hier für alle Karten, also diese Kartentexte sind überall drin und wurden entsprechend von der Community zusammengetragen. Hier nochmal einen großen Dank an euch da draußen. Alleine würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch hier dran sitzen. Das ist definitiv nicht einfach mal so schnell gemacht, insbesondere natürlich auch die englischen Texte nicht, denn man muss sagen, ich habe persönlich jetzt auch nicht alle englischen Erweiterungen, aber ich weiß, einige von euch da draußen, die haben sie und ja, es gibt natürlich nichts Schöneres, wenn man zusammenarbeitet und sowas auf die Beine stellt. Wie gesagt, ja, könnt ihr euch mal durchklicken, ist bestimmt nicht verkehrt, kann der eine oder andere bestimmt gebrauchen von euch. Wir sind noch am Überlegen, ob wir auch noch die Monsterkarten mit reinbringen und da die Stats und so weiter mit abbilden. Das ist jetzt hier noch nicht mit drin. Wenn das gewünscht ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ob wir das in der nächsten Zeit umsetzen werden. Das steht auf einem anderen Stern, aber sagt niemals nie, sagt man ja immer mal so schön. Und wir sind jetzt hier in der Version 1.3 und wahrscheinlich noch nicht am Ende. Ja, gut, ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Ende des Videos. Mit diesem Schrei aus der Küche möchte ich das Video jetzt auch langsam beenden. Es ist nichts passiert, aber mein großer Sohn hat sich in die Küche gesneakt und hat da meine Frau überrascht. Herzinfarkt inklusive. Alle sind wohl auf, aber war wohl nicht ganz ohne. Gut, ja, lieber Günther, ich wollte mich nochmal bedanken für dieses tolle Projekt, was du da umgesetzt hast. UNO, das Hero Quest Kartenspiel, und ich freue mich riesig darauf, das mit meinen Jungs und auch mit meiner Frau in Urlaub zu spielen. Big Turtle, die Kartensleeves, läuft noch ein paar Tage. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht ihr sicherlich nichts verkehrt, wenn ihr da investiert. Und zu guter Schluss die HTML-Datei mit der Übersicht der jeweiligen Kartentexte, der ganzen Erweiterungen der Basisspiele. Auch sicherlich für den einen oder anderen interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen in Richtung der Nordlande da. Der Barbar freut sich mit euch. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es doch endlich mal Zeit. Hey, lasst ein kostenloses Abo hier, unterstützt mich dabei, aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Hero Quest Videos zu verpassen und natürlich solche tollen Fanmade-Geschichten wie hier vom Günther oder sämtliche News rund um das beste Brettspiel der Welt, so sagt sie immer der liebe Balduin. Aber da hat er ja auch nicht ganz unrecht. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin bald im Urlaub, das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Videos in naher Zukunft kommen, aber da bin ich relativ gechillt. Videos kommen, wenn Videos kommen, und Avalon Hill ist ja momentan auch noch ein bisschen bedeckt, was die Neuigkeiten angeht. Von daher, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.